Ich bin Phil und ich bin Designer. Schön für ihn, ne? Was hat das mit dem heutigen Thema zu tun? Die meisten denken wahrscheinlich an sowas hier. Bunte Farben, der macht irgendwas hübsch, das ist so ein ganz kreativer Kopf. Meine Mitarbeiter, die ziehen mich auch immer gerne auf, die sagen immer, ja, mach doch mal alles clicky-bunti hier, mach das mal hübsch. In der Tat sieht mein Alltag meistens dann doch etwas anders aus. Ich designe Software. Ich programmiere auch viel. Ich teste neue Technologien. Ich schule andere Leute, wie die Software funktioniert. Design ist kein Beruf, sondern eine Einstellung. Design bedeutet, Probleme zu erkennen und dafür Lösungen zu entwickeln. Und dafür benötigt man eine ganz spezielle Sicht auf die Welt. Es geht vor allem darum, seine Scheuklappen abzulegen, seinen beruflichen Tunnelblick zu verlieren und die Welt in einem größeren Ganzen zu sehen. Design kann aber auch bedeuten, ins Detail zu schauen, sich auf ganz gewisse Dinge zu fokussieren. Aber für mich hat sich über die Jahre gezeigt, Design bedeutet vor allem eins: die Menschen zu verstehen. Denn erst wenn ich die Menschen verstehe, erkenne ich ihre Probleme und kann anhand dessen Lösungen entwickeln. In den meisten Unternehmen ist Design noch irgendwie so eine Fremdleistung, ne? Das ist irgendwas Kreatives, das geben wir an eine Agentur, das hat mit unserem Unternehmen eigentlich nichts zu tun, oh, das ist irgendwie eine Dienstleistung, das bekommen wir von jemand anderem. Aber Design sollte eigentlich in jedem Unternehmen Teil der Unternehmensstruktur sein, Teil der Unternehmensphilosophie. Und die Technologiebranche lebt uns das vor. Wenn wir uns die größten Technologieunternehmen anschauen, dann sehen wir, dass die ein solches Verständnis von unserem Alltag bekommen haben, dass sie es geschafft haben, mit Software gewisse Dinge in unserem Leben komplett zu ersetzen. Facebook, News, WhatsApp, Kommunikation, Spotify, Musik hören, PayPal, bezahlen. Euch fallen noch ganz viele weitere Beispiele dafür ein. All diese Dinge sind aus unserem täglichen Leben heute nicht mehr wegzudenken. Jetzt könnte man als Unternehmer denken, okay, ich muss also wissen, was die Leute wollen. Ganz einfach, wir machen Marktforschung, Marktanalyse, wir machen eine Kundenbefragung. Doch das Erste, was man feststellen wird, ist, wir Menschen, wir wissen überhaupt nicht, was wir wollen. Jetzt denkt ihr, ja, klar weiß ich doch, was ich will. Ich möchte einen Porsche, ein schönes Haus, einen netten Partner, alt und glücklich werden. Weiß doch jeder, was er will, oder? Das Problem an der Sache ist, das, was wir wollen, unterscheidet sich sehr oft von dem, was wirklich unsere Probleme löst. Und es gibt ein wunderschönes Zitat, welches dieses Problem besonders gut beschreibt. Das Zitat ist von Henry Ford. Und Henry Ford hat einmal gesagt, wenn er seine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd. Und hier fängt wahrer Unternehmergeist an. Klar ist es gut zu wissen, was die Leute wollen. Doch der wahre Erfolg liegt darin, das Problem dahinter zu erkennen. Denn das Problem ist nicht das schnellere Pferd, sondern die Leute wollen von A nach B so schnell wie möglich. Dieses Problem zu erkennen ist besonders wichtig, denn erst dann macht es Sinn, dafür Lösungen zu entwickeln. Und auch hier, die erste Lösung, die euch in den Sinn kommt, ist niemals die beste. Es wird niemals die richtige Lösung für das Problem sein. Denn sie ist immer nur die Idee mit dem geringsten Widerstand. Es ist die Lösung, die uns als allererstes einfällt. Wir wissen bereits, wie wir sie umsetzen können. Wir können sie vielleicht besonders gut vor dem Chef rechtfertigen, weil wir wissen schon, wie aufwendig das Ganze sein wird. Aber es wird niemals die beste Lösung sein. Henry Ford hätte jetzt jahrelang schnellere Pferde züchten können. Aber das hat er nicht. Er hat weitergedacht und ist sich des wahren Problems bewusst geworden. Wenn man dann die Kunden fragt, wird man schnell feststellen, dass es auch nicht mal ganz einfach ist, von denen zu erfahren, was sie wirklich wollen. Denn wir Menschen lügen ständig. Wir lügen eigentlich den ganzen Tag. Aus den verschiedensten Gründen. Vor ein paar Tagen
war ich mit meiner Frau in einem neuen Restaurant. Wir wollten mal was Neues ausprobieren. Das Essen war so, ja, lala. Der Service eher schlecht als recht. Der Kellner war super unfreundlich. Und ja, alles in allem ein ziemlich misslungener Abend. Und dann gibt es diese Szene am Ende, wo der Kellner den Tisch abräumt und uns fragt, war alles in Ordnung? Und wie aus dem Reflex höre ich mich selber sagen, ja, wundervoll, der Abend war fantastisch. Natürlich stelle ich einige Sekunden später fest, dass ich nicht nur mich selbst belogen habe, sondern auch den Kellner. Der Kellner wird niemals erfahren, dass ich den Abend bei ihm total beschissen fand. Es ist also nicht immer ganz einfach herauszufinden, was wir Leute wirklich wollen. Wir geben einfach nicht so viel von uns preis. Wir wollen vielleicht nicht dumm dastehen, wir wollen nicht unhöflich sein, wir wollen der Diskussion aus dem Weg gehen. Deswegen ist es wichtig, dass ich mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziere. Ich muss mehr Empathie für meinen Kunden, für meine Benutzer, für meine Mitmenschen entwickeln, muss mich in ihre Lage hineinversetzen können. Erst dann verstehe ich ihre Probleme, ihre Ängste, ihre Bedürfnisse, ihre Gewohnheiten. Und erst dann kann ich Lösungen entwickeln. Das ist meine Oma. Meine Oma wird nächstes Jahr 80 Jahre alt. Und sie ist auch ein ganz besonderer Mensch, denn sie hat sich entschieden, noch im hohen Alter mit Technologie auseinanderzusetzen. Das fing mit so einem Computerkurs für Rentner an. Mittlerweile hat sie Smartphone, Tablet, Notebook, PC. Sie macht alles. Sie macht Online-Banking, bucht Flüge online, tauscht Online-Rezepte aus. Sie ist komplett vernetzt. Und es ist für mich super interessant, ihr zuzusehen, wie sie mit diesen Technologien umgeht. Denn sie ist nicht damit groß geworden, sondern hat dies alles erst sehr spät für sich entdeckt. Und vor einiger Zeit habe ich ihr dann geholfen, eine neue Software auf ihrem Notebook zu installieren. Und wir alle kennen dann diesen Installationswizard, wenn diese Lizenzvereinbarung aufgeht, wo man der AGB und so zustimmen soll, wo wir dann alle auf Weiterklicken. Was macht meine Oma? Meine Oma holt ihre Lesebrille raus, setzt die auf und fängt an, diesen Text zu lesen. Ich sage, Oma, was machst du denn da? Es interessiert doch keine Sau, das liest sich doch kein Mensch durch, da sitzen wir ja noch bis heute Abend hier. Klick einfach weiter, das ist okay so. Und da sagt meine Oma zu mir, nein, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, lese ich das Kleingedruckte. Und irgendwie hat sie ja auch recht. Und das zeigte mir einfach, wie abhängig wir von unseren Gewohnheiten sind. Und wie wir versuchen, unsere bereits gelernten Dinge auf neue Dinge anzuwenden. Wir sind also von unseren Gewohnheiten abhängig. Absolute Gewohnheitstiere. Vor ein paar Wochen waren meine Frau und ich im Urlaub in einem schönen Hotel am Strand. Und dieses Hotel hatte auch ein Restaurant. Und wenn man in dieses Restaurant wollte, gab es eine Schiebetür. Ne? So eine automatische Schiebetür, man läuft drauf zu, Tür geht auf, man geht durch. Das Lustige ist, hier hat sich einer ganz viel Gedanken gemacht. Und wenn man nämlich wieder aus dem Restaurant raus wollte, gab es keinen Bewegungssensor, sondern einen kleinen Knopf an der Wand, den man drücken musste, damit die Tür aufgeht. Und für mich war es das Beste an meinem Urlaub, dort morgens beim Frühstück zu sitzen und dieser Tür zuzusehen. Die Leute standen teilweise wirklich minutenlang vor dieser Tür und ich konnte ihnen förmlich zusehen, wie sie über die Konsequenzen nachdachten, dass diese Tür nicht aufgeht. Eines Tages wäre ein Rentner fast davor gerannt. Ich konnte mich nicht mehr behalten. Es war unfassbar lustig. Das heißt, wir sind solche Gewohnheitsmenschen, dass es uns vor absolute Probleme stellen kann, wenn gewisse Dinge einfach nicht so funktionieren, wie wir sie erwarten. Und wenn ich das verstehe, wenn ich lerne, wie die Gewohnheiten der Menschen funktionieren, dann kann ich mich deutlich besser in sie hineinversetzen. Ich kann es sogar nutzen. Ich kann ihre Erwartungshaltung durchkreuzen, um damit Aufmerksamkeit zu schaffen. Das ist meine kleine Cousine. Meine kleine Cousine ist ein typischer Teenager, Generation Z oder wie wir auch sagen, Generation Selfie. Sie ist komplett mit diesen Technologien aufgewachsen. Sie kennt das alles. Wenn sie eine Stunde nicht auf ihr Smartphone schaut, dann hat sie mindestens 100 ungelesene WhatsApp-Nachrichten. Für sie ist das alles völlig normal. Und auch mit ihr unterhalte ich mich sehr gerne über meine Arbeit. Und vor einiger Zeit habe ich ihr dann mal so ein paar Screenshots gezeigt und da waren dann so ein paar Dinge zu sehen, ungefähr sowas hier. Und sie schaut sich das alles an und irgendwann sagt sie, ja, ist ja alles schön und gut, aber wofür steht denn dieses kleine Toaster-Icon?
Und da ist mir klar geworden, dass für sie die symbolische Bedeutung der Floppy Disk über die Zeit komplett verloren gegangen ist. Das kennt sie überhaupt nicht. Sie weiß nicht, was eine Floppy Disk ist. Dieses Icon hat also für sie überhaupt keine Bedeutung. Ganz sicherlich kennt sie die Symbole hier. Das zeigt einfach, wie sehr wir Menschen uns mit der Zeit verändern, wie sich unsere Gewohnheiten verändern, wie sich aber auch die Technologie verändert, mit der wir interagieren. Das bedeutet im Rückkehrschluss, eine Lösung, eine Idee sollte niemals endgültig sein. Ich muss meine Idee immer wieder überdenken. Vielleicht hatte ich anfangs nicht die technologische Basis, um eine bestmögliche Lösung für das Problem zu finden. Vielleicht waren die Menschen aber auch einfach nicht bereit dafür. Und vielleicht kann ich mittlerweile eine viel bessere Lösung realisieren. Wenn man natürlich so viel über andere Menschen und ihre Gewohnheiten lernt, lernt man natürlich auch sehr viel über die eigenen Gewohnheiten kennen. Und natürlich muss ich auch in meinem Beruf immer wieder über meine eigenen Gewohnheiten drüber lachen, weil ich mich dann selber bei solchen Dingen erwische. Ich muss auch immer selber wieder über meinen Schatten springen, wenn ich die Gewohnheiten der anderen mal so ein bisschen mehr begreifen will. Und instinktiv wende ich das auch auf mein privates Leben an. Das hat sich irgendwie so eingebrannt mit der Zeit. Ich benutze diese Mechaniken also auch bei anderen Leuten, die nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Und tatsächlich hilft es mir, ja, irgendwie ein besserer Mensch zu sein. Denn ich kann mich viel besser in den anderen hineinversetzen. Ich verstehe seine Bedürfnisse, seine Ängste, seine Sorgen. Bekomme ein viel besseres Verständnis für die Person mir gegenüber. Und das ist keine angeborene Fähigkeit. Das wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Sondern das könnt ihr alle. Das kann jeder erlernen. Und mein Aufruf an euch ist, dass ihr alle zu Designern werdet. Bekommt diese Einstellung. Legt eure Scheuklappen ab. Verliert euren Tunnelblick. Und ganz wichtig, gewinnt mehr Empathie für eure Mitmenschen. Dann werdet ihr ihre Probleme verstehen. Und dann liegt es ganz an euch, weit zu denken. Und ich verspreche euch heute, ihr werdet die Welt verändern. Dankeschön.